Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, warst du schon einmal in London? Nein, ich war noch nicht in London. Ich wollte schon immer hin, aber ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit. Und du, Alice? Warst du schon in London? Ja, ich war letzten Sommer in London. Es war eine wunderbare Reise. Das klingt spannend. Was hast du in London gesehen? Ich habe viele berühmte Orte gesehen. Ich habe den Big Ben, den Tower of London und den Buckingham Palace besucht. Oh, ich habe Bilder von diesen Orten gesehen. Sie sehen sehr schön aus. Sie sind wirklich schön. Ich bin auch am Fluss Thames entlang gegangen und habe das London EYE gesehen. Das London EYE ist dieses große Riesenrad, oder? Ja, genau. Ich bin im London EYE gefahren und habe die ganze Stadt von oben gesehen. Es war erstaunlich. Hast du irgendwelche Museen besucht? Ja, ich war im British Museum. Es hat viele interessante Artefakte wie den Rosetta Stone. Ich habe vom British Museum gehört. Es muss sehr lehrreich sein. Das ist es. Ich habe dort Stunden verbracht. Ich habe auch das Naturhistorische Museum besucht, das kostenlos ist. Kostenlose Museen sind großartig. Hast du in London auch ein wenig eingekauft? Ja, ich war in der Oxford Street und im Covent Garden. Ich habe ein paar Souvenirs und einen schönen Schal gekauft. Ich liebe es, Souvenirs zu kaufen, wenn ich reise. Und wie sieht es mit dem Essen aus? Hast du lokale Gerichte probiert? Ich habe Fish and Chips in einem kleinen Pub probiert. Es war sehr lecker. Ich hatte auch ein traditionelles englisches Frühstück mit Eiern, Speck und Toast. Das klingt köstlich. Ich möchte das probieren, wenn ich London besuche. Das solltest du. London hat viele gute Restaurants und Cafés. Hast du während deines Aufenthalts an Touren teilgenommen? Ja, ich habe eine Bustour durch die Stadt gemacht. Es war eine großartige Möglichkeit, viele Sehenswürdigkeiten in kurzer Zeit zu sehen. Ich mag Bustouren, weil man viel sehen kann, ohne zu viel laufen zu müssen. Ganz genau. Der Guide erzählte uns interessante Geschichten über jeden Ort. Ich genieße es beim Reisen etwas über Geschichte zu lernen. Bist du in London auch in Parks gewesen? Ja, ich habe den Hyde Park besucht. Er ist sehr groß und ruhig. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt und eine Weile entspannt. Parks sind wichtig in einer großen Stadt. Sie bieten eine Auszeit von den belebten Straßen. Da stimme ich dir zu. Ich bin auch in den Kensington Gardens spazieren gegangen und habe das Albert Memorial gesehen. Ich habe Bilder von diesem Denkmal gesehen. Es sieht sehr beeindruckend aus. Das ist es wirklich. London ist eine Stadt voller Geschichte und Kultur. Ich möchte eines Tages nach London reisen. In welcher Jahreszeit warst du dort? Ich war im Sommer dort. Das Wetter war die meiste Zeit warm und sonnig. Sommer klingt nach einer guten Zeit für einen Besuch. Ist London im Sommer sehr überfüllt? Ja, es war voll mit Touristen, aber ich habe es trotzdem genossen. Ich bin früh am Morgen zu einigen Orten gegangen, um den Menschenmengen zu entkommen. Das ist eine gute Idee. Hast du die U-Bahn benutzt, um dich fortzubewegen? Ja, ich habe die Londoner U-Bahn benutzt. Sie ist sehr einfach zu nutzen und schnell.
Ich habe gehört, dass die U-Bahn in London de Tube genannt wird. Das stimmt. Die Tube ist sehr effizient. Ich habe sie genutzt, um in viele verschiedene Teile der Stadt zu gelangen. Ich benutze gerne öffentliche Verkehrsmittel, wenn ich reise. Das erleichtert die Fortbewegung. Da stimme ich dir zu. Ich bin auch viel zu Fuß gegangen und habe einige Busse genommen. London ist eine Stadt, die Spaß macht, zu Fuß erkundet zu werden. Was war dein Lieblingsort in London? Mein Lieblingsort war der Tower of London. Ich habe die Kronjuwelen gesehen und viel über die Geschichte des Schlosses gelernt. Die Kronjuwelen müssen sehr schön sein. Sie sind sehr glänzend und beeindruckend. Der Tower of London hat eine interessante Geschichte. Ich würde gerne den Tower of London besuchen. Hast du viele Fotos gemacht? Ja, ich habe viele Fotos von all den Sehenswürdigkeiten gemacht. Ich habe viele Erinnerungen von meiner Reise. Ich mache immer Fotos, wenn ich reise. Es hilft mir, mich an die schönen Zeiten zu erinnern. Ich auch. Ich habe auch ein paar Postkarten als Souvenirs gekauft. Postkarten sind eine schöne Möglichkeit, sich an einen Ort zu erinnern. Würdest du wieder nach London zurückkehren? Ja, ich würde sehr gerne zurückkehren. Es gibt noch viele Orte, die ich sehen möchte, wie die West End Theater und mehr Museen. Ich möchte eines Tages nach London reisen. Ich habe viele Fragen zu deiner Reise. Natürlich, Tom. Ich teile gerne meine Erfahrungen mit dir. Hast du alleine oder mit jemandem gereist? Ich bin mit meiner Familie gereist. Wir haben die Reise alle sehr genossen. Das ist schön. Mit der Familie zu reisen macht immer Spaß. Ja, wir haben viel Zeit zusammen verbracht und viele glückliche Erinnerungen gesammelt. Wie lange wart ihr in London? Wir waren 5 Tage dort. Es war eine kurze Reise, aber wir haben viel gesehen. 5 Tage sind eine gute Zeit, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu sehen. Da stimme ich dir zu. Wir haben unsere Tage sorgfältig geplant und einen Stadtplan verwendet, um uns zurechtzufinden. Hast du während deines Aufenthalts etwas Deutsch gelernt? Ja, ich habe mit Einheimischen mein Deutsch geübt. Sie waren sehr freundlich und hilfsbereit. Das ist großartig. Reisen ist eine gute Möglichkeit, seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Ich habe viele neue Wörter und Phrasen gelernt. Ich habe sogar versucht, im Restaurant auf Deutsch zu bestellen. Das muss Spaß gemacht haben. Ich möchte auch eines Tages mein Deutsch in London üben. Das solltest du. London ist ein großartiger Ort, um Deutsch zu lernen und zu üben. Was hat dir an London am meisten gefallen? Mir hat die Mischung aus alt und neu gefallen. Es gibt historische Gebäude und moderne Geschäfte. Das gefällt mir auch. Es macht die Stadt sehr interessant. Ja, ich mochte auch die Kunst und Musik in London. Ich habe einige Straßenaufführungen im Covent Garden gesehen. Straßenaufführungen sind immer unterhaltsam. Hast du auch Kunstgalerien besucht? Ja, ich habe die Tate Modern besucht. Sie hat viele interessante Werke der modernen Kunst. Ich habe von der Tate Modern gehört. Ich möchte diese Galerie besuchen, wenn ich nach London komme. Du solltest auf jeden Fall hingehen. Der Eintritt ist kostenlos, wie bei vielen Museen in London. Kostenloser Eintritt ist ein großer Vorteil. Ich schaue mir gerne Kunst an, ohne viel Geld auszugeben. London ist sehr großzügig mit kostenlosen Museen und Galerien. Es macht Kultur für alle zugänglich. Hattest du während deines Aufenthalts Probleme in London? Nein, ich hatte keine ernsthaften Probleme.
Manchmal waren die Straßen sehr belebt, aber ich habe einen Stadtplan benutzt, um meinen Weg zu finden. Das ist schön zu hören. Ich mache mir Sorgen, in einer großen Stadt verloren zu gehen. Ich fühlte mich manchmal ein wenig verloren, aber die Schilder sind klar und viele Leute haben mir geholfen, als ich nach dem Weg gefragt habe. Das werde ich mir merken. Ich plane beim Besuch einen Stadtplan auf meinem Handy zu nutzen. Das ist eine gute Idee. Viele Orte haben auch kostenloses WLAN, was hilft. Insgesamt hast du deine Reise nach London genossen? Ja, ich habe sie sehr genossen. London ist eine Stadt voller Geschichte, Kunst und freundlicher Menschen. Ich möchte jetzt wirklich nach London reisen. Deine Geschichten machen es unglaublich. Du solltest eine Reise nach London planen. Es ist ein wunderbarer Ort zum Erkunden. Ich werde mit der Planung meiner Reise beginnen. Ich möchte all die Orte sehen, die du erwähnt hast. Ich teile gerne meine Erfahrungen mit dir. Wenn du Tipps brauchst, frag einfach. Danke, Alice. Ich habe viel von deiner Reise nach London gelernt. Ich hoffe, bald dorthin zu reisen. Gern geschehen, Tom. Ich hoffe, du hast eine großartige Reise, wenn du nach London gehst. Es ist eine Stadt voller Abenteuer. Ich bin sehr aufgeregt über die Idee, London zu besuchen. Ich werde mehr über die Stadt und ihre Attraktionen recherchieren. Das ist ein guter Plan. Es gibt viele Websites und Reiseführer, die dir helfen können. Ich werde mir die anschauen. Ich möchte die Museen, Parks und berühmten Sehenswürdigkeiten sehen. Du wirst die Museen und Parks lieben. Sie sind sehr schön und entspannend. Ich möchte auch das lokale Essen probieren und vielleicht in der Oxford Street einkaufen gehen. Ja, die Oxford Street ist sehr beliebt zum Einkaufen. Dort gibt es viele schöne Geschäfte. Ich freue mich darauf, Fish und Chips zu probieren und ein traditionelles englisches Frühstück zu genießen. Du wirst das Essen lieben. London hat viele gute Restaurants und Cafés. Danke, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, Alice. Ich fühle mich sicherer bezüglich meiner zukünftigen Reise nach London. Gern geschehen, Tom. Ich helfe dir gerne. Ich hoffe, du hast viele wunderbare Abenteuer in London. Da bin ich mir sicher. Ich werde mein Deutsch üben und mehr über die Stadt lernen, bevor ich gehe. Das ist eine großartige Idee. Deutsch üben wird deine Reise noch besser machen. Ich werde sofort mit der Planung meiner Reise nach London beginnen. Danke nochmals für deine Informationen. Gern geschehen, Tom. Hab einen tollen Tag und viel Spaß beim Planen deiner zukünftigen Reise. Danke, Alice. Ich hoffe, dich bald zu sehen. Auf Wiedersehen, Tom. Auf Wiedersehen, Alice. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsrunden verpasst. Bis zum nächsten Mal!